Hallo, ich bin Thomas, Brandmanager für Victoria Bikes und ich stelle euch heute was ganz Besonderes vor. Und zwar unseren neuesten Ableger aus dem Bereich der SUV-E-Bikes, das Parcours. Das Parcours ist ein vollgefedertes E-Bike, 100 mm vorne, hinten und dazu der tiefe, bequeme Durchstieg und damit eben was ganz Spezielles. Der Vorteil des großen Federwegs vorne und hinten ist natürlich ganz klar, A, mehr Komfort und B, ihr habt natürlich deutlich mehr Sicherheit bei dem Ganzen. Denn ihr müsst euch vorstellen, das Hinterrad, das bleibt natürlich auch bei welligem Geläuf deutlich länger am Boden und damit habt ihr mehr Traktion und könnt das Rad kontrollieren. Kleines Praxisbeispiel, Feldweg, ihr fahrt bergunter, kommt in eine Kurve und in dieser Kurve ist eine Bodenwelle. Bei einem nicht gefederten Hinterbau würdet ihr, nachdem ihr durch die Bodenwelle gefahren seid, würdet ihr leicht die Traktion verlieren und so ein bisschen ins Schlittern kommen. Das habt ihr mit dem vollgefederten Fahrwerk nicht, weil auch der hintere Reifen quasi richtig am Boden klebt. Ein weiterer Grund für die gute Fahrperformance sind natürlich auch unsere 27,5er Reifen, also eher ein kompakteres Reifenformat, was zu dem Gesamtkonzept natürlich gut passt. Und der Grip, der kommt natürlich dann eben auch über die speziellen Overlander-Reifen, die natürlich dann nicht nur auf den Schotterwegen, sondern auch auf normalem Asphalt wirklich eine gute Figur machen, weil auch der Rollwiderstand natürlich nicht so extrem hoch ist wie bei Mountainbike-Bereifung. Das Gesamtkonzept eines Parcours ist jetzt weniger der stoische Langstrecken-Geradeauslauf, wie ich das vielleicht mit anderen SUVs oder Trekking-E-Bikes machen kann. Beim Parcours stand für uns eigentlich eher das Konzept einer fahraktiven Spaßmaschine im Vordergrund. Das heißt, ich habe eine relativ kompakte Geometrie, die angesprochenen 27,5er Laufräder und habe mit dem Designvorbau, mit einem insgesamt kompakten, in der kompakten Sitzposition einfach ein deutlich wendigeres, agileres Fahren als mit irgendwelchen größeren 29 Zöllern. Victoria wäre aber nicht Victoria, wenn wir dem ganzen Konzept nicht unseren eigenen Stempel aufsetzen würden. Das heißt, wir haben auch hier ein komplett STVZO zugelassenes Fahrzeug. Wir haben die Alu-Schutzbleche, wir haben die Beleuchtung, 120 Lux vorne, wir haben die LED-Beleuchtung hinten mit der Stopplichtfunktion, sprich mit dem Bewegungssensor, sodass, wenn ich abrupt bremse, eben eine Zusatz-LED hinten aufleuchtet und die Leute, die hinter mir kommen, dann eben gewarnt sind. Und Gepäckträger mit Mixsystem zählt natürlich dann auch für uns nach wie vor zum guten Ton. Unterm Strich bleibt somit also festzuhalten, das Parcours ist definitiv kein Mountainbike, auch wenn wir sicherlich hier und da gewisse Anleihen haben, unter anderem die Dropper Post, was das Ganze natürlich dann auch beim Absteigen an der Ampel oder beim Aufsteigen und Losfahren natürlich vom Komfort her nochmal deutlich einfacher macht. Eine Sache haben alle drei Parcours-E-Bikes gemein, das ist nämlich das Bosch Smart System, in dem Fall mit dem Performance CX mit 85 Newtonmetern und mit dem PowerTube 625. Das Parcours haben wir in insgesamt 3 Ausführungen, zweimal mit Kettenschaltung und ganz neu jetzt auch einmal mit der stufenlosen Enviolo-Schaltung und Riemen, also ein Nabenschaltungsmodell, was für so ein SUV vollgefedert natürlich dann wirklich nochmal das i-Tüpfelchen ist. Dann noch ein Satz zum Thema Sicherheit, im speziellen Fall hier die Bremsanlage, die fällt sehr, sehr hochwertig aus. Das heißt, wir haben hier in dem Fall bei allen 3 Parcours-Modellen die 4-Kolben-Bremsanlage vorne mit der großen 203 mm Scheibe und das Ganze als 2-Kolben-Version hinten mit einer 180er Scheibe und on top, das Topmodell mit ABS von Bosch. Somit bleibt abschließend nur noch festzuhalten, das Parcours ist eine absolute Premium-Baureihe und wir hoffen, dass es euch genauso gefällt wie uns. Alle weiteren Infos wie immer unter victoria-bikes.com.